Gott bewahre mich auf dieser Welt von Nippes, Kalk und Ehrenfeld. Ja, das ist so ein Sport, der habe ich öfter gehört, als ich noch jung war. Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin von Nippes zu einem, der nicht direkt aus dem Fädel kam, da kannst du merken, wie sich da subtil sich einer verschrocken hat und rumgezogen ist. Naja, inzwischen ist Nippes ja so ein Hipfädel geworden und Ehrenfeld ist auch nicht mehr so furchteinflößend. Und im Moment habt ihr nämlich einen richtig guten Grund, nach Ehrenfeld auf das Schelsig zu fahren, weil da jeder nämlich jetzt ganz Besonderes, besonders wenn man Kunst liebt. Im November findet dort eine Ausstellung von Banksy statt. Ja, vielleicht hat er der Name schon uns gehört. Und wenn nicht, kennt er doch sicherlich eines seiner Werke, wie hier zum Beispiel das Mädchen mit dem Luftballon oder das mit der Ape. Oder vielleicht hat er auch von seinem Streich gehört. Der hätte in ein paar Museen seine eigenen Werke platziert. Und die haben das erstens nicht gemerkt. Ja gut, ein paar direkt nach ein paar Stunden, aber bei anderen hätte er ein paar Tage gedauert. Und plötzlich wurde der Name Banksy ein Begriff in der Kunstszene. Doch der Name, das war alles, was der Mensch hatte. Bis heute weiß überhaupt kein Sau, wer Banksy wirklich ist. Ja, man munkelt, dass er aus Bristol in der UK kommt. Und es gibt auch ein Selbstporträt hier, aber der auf der Straße erkennen. Ein Mysterium. Ist das eine einzelne Person oder ist Banksy eine Gruppe von Leuten? Oder handelt es sich um einen bereits berühmten Künstler, der etwas ganz Neues ausprobieren will? Keiner kennt die Antwort. Tatsache ist jedoch, dass seine Werke nicht nur die Straße erobert haben, sondern auch große Auktionshäuser. Okay, it's the Banksy girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting here 100, 150, 200,000. I have already 200,000, 300,000, 350, 400,000, 400,000, 600,000. Your bid, 600,000. Your else. Last chance. And selling for 860,000. Yeah, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take it over there, that'd be great. Quickly. Okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry, can I have your attention? Und derzeit wird er als einer der dürsten Künstler der Gegenwart betrachtet. Alles fing an auf der Straße. Graffiti war und ist immer noch der kreative Ausdruck für diejenigen, die ihre Meinung mit viel Schmackes ausdrücken wollen. So eine Form visueller Kommunikation. Dynamisch, explosiv und unvorhersehbar setzen sich die Künstler oft dem Risiko aus, erwischt zu werden, weil die veröffentlichen ja ihre Werke oft an öffentliche Plätze. Aber Banksy, der ist irgendwie noch nie erwischt worden, weil sonst würde man ja wissen, wie er aussieht. In den 90er Jahren, da wurde Banksy in Bristol, UK, aktiv und schuf dort sein erstes Solowerk The Mild Mild West an der Siegewand von einem verlassenen Gebäude. Ja, manche hätten jetzt denken, das ist doch bekloppt, der Teddybär, der Molotow-Cocktails auf Polizisten schmies. Aber die Geschichte dahinter ist, dass in den 90er oft illegale Partys und Raves veranstaltet worden sind. Und das war von der Polizei überhaupt nicht gern gesehen. Das Mural bezieht sich auf einen speziellen Vorfall in der Winterstoke Road, bei dem nämlich die Polizei die Partygänger angegriffen hat. Und weil man allein von Straßenkunst nicht leben kann,
wandelte sich Bankskys Karriere von Straßenkunst zu zeitgenössischer Kunst. Im Jahr 2000 fand eine erfolgreiche Ausstellung seiner Leinwandgemälde in einem Restaurant in Bristol statt. Keines von den Werken kostete mehr als 1000 Pfund. Ja, da hätte man sich besser eins zugelegt. Im Jahr 2005 reiste Banksy nach Palästina und malte eine Serie von Kunstwerken an die israelische Barrieremauer. Er versuchte auf diese Weise Selbstmordattentäter zu stoppen. Ja, und von da an, da war kein Halten mehr, ne? Das Projekt erregte so viel Aufmerksamkeit, dass Banksy auch in der internationalen Kunstwelt bekannt wurde. Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. März 2024. Das kann ich total empfehlen, wenn ihr gerade in Köln sitzt oder einen Zick hat, ja dahin, das ist wirklich schön gemacht. Und damit wirklich gute Kunst, ja, da kann man sich ja drüber streiten, immer, der eine findet es schön, der andere denkt, was soll das, kann das weg. Aber der hat so ein bisschen provokativ, er war auch sehr berührend, immer ein bisschen Mitgefühl dabei und eine dicke, fette Prise Humor. Also, Glück, lade dich an, es lohnt sich.